So, und dann schauen wir mal darüber. Constanze Klosterhalfen, 10.000 Meter schon gelaufen. Da ist sie sehr stark gelaufen, ziemlich nah ran an ihre persönliche Bestleistung. Sie hat lange überlegt. Ihr Trainer hat gesagt, ich weiß nicht, ob es richtig ist zu laufen, die 5.000, aber sie hat gesagt, ich will hier unbedingt. Und das ist einfach zu schön, hier 5.000 Meter unterwegs zu sein. Nach ihrer Corona-Infektion, relativ kurz vor den Weltmeisterschaften, noch nicht wieder 100%ig hergestellt. Aber sie wird es wieder versuchen in diesem Finale mit ähnlichen Hauptdarstellerinnen wie schon über die doppelt so lange Distanz. Amy Elise genau. Markovic wird uns vorgestellt, Hallen-Europameisterin im letzten Jahr über die 3.000 Meter. Kommt also von den etwas kürzeren Strecken, wird aber im Ermessen der Regie hier zu den erweiterten Favoritinnen gezählt. Deshalb kurzer Stopp der Kamera bei ihr. Ja, und dann sehen wir da Sarah Ben-Fares, aber die Kamera geht auf diese junge Frau, auf Eilish McColgan. WM gelaufen. Auch sie Corona geschwächt bei der WM. Dann Commonwealth Games zu Hause in Birmingham. Und hier ein tolles Rennen gemacht, über 10.000 Meter. Gold ist es nicht geworden, aber Silber. Und die als Jahresschnellste natürlich auch ganz hoch einzuschätzen. Caroline Grufdahl, die Norwegerin. Dann kommt Constanze Klosterhalfen, lief lange mutig im 10.000 Meter Finale vorne mit. Musste am Ende abreißen lassen, wurde sehr gute Vierte. Sie wollte um eine Medaille mitlaufen, ist nicht gelungen, hat gesagt, auch heute werde ich alles versuchen, alle Register ziehen, werde vorne mitmischen. Das hier ist die scheinbar übermäßige Favoritin Yasemin Can, Europameisterin über 10.000 Meter. Hat dann allerdings auch wie Alina Reh daneben und wie Constanze Klosterhalfen auch die lange Strecke schon in den Weiten. Und bei Alina Reh sehen Sie vielleicht diese Tape-Streifen auf dem Bauch. Hatte Bauchkrämpfe in den letzten Wochen immer wieder bei Belastungen, auch im 10.000 Meter Finale. Hat angehalten und da sah es schon so aus, als müsste sie aufgeben. Aber dann hat sie gesagt, ich konnte hier nicht aufgeben. Ich musste hier einfach weiterlaufen. Und sie wollte unbedingt hier heute am Start stehen. Hat viel mit den Physiotherapeuten im deutschen Team gearbeitet und ist jetzt hier im Finale dabei. 8 Runden lang mit Bauchkrämpfen, das muss man sich mal vorstellen. Das war wirklich eine unglaubliche Energieleistung. Mittlerweile ist der Magen wieder ganz in Ordnung, hat sie gesagt. Alles okay für den heutigen Finalauf hier über die 5.000 Meter. Das sind Stehversuche, was die Damen da gerade machen. Keine will nach vorne. Also da waren die ganz sicher beim Einlaufen schneller unterwegs als hier nach 150 Metern. Die Spanierin Gallardo und außen haben wir gesehen, die dritte Deutsche, die wir nur im Vorbeihuschen vorhin erkannt haben. Sarah Ben-Fares, die 21-Jährige aus Rehlingen, die nach einem Hitzeschlag, den sie in Eugene erlitten hatte, jetzt wieder richtig fit ist. Zuletzt noch mal einen tollen 3000er hingelegt hat und bereit ist für diese 5.000 Meter am heutigen Abend. Oh, schau mal. Alina Reh hat sich da einfach mal nach vorn gemogelt. Flucht nach vorn ist die Devise. Selbst bestimmen, wie hoch das Tempo ist. 25 Jahre alt. Alina Reh hier mit einer tapferen Vorstellung. Wir erinnern uns noch ans Jahr 2015, als sie völlig überraschend deutsche Meisterin über diese Strecke wurde. Damals 20 Sekunden vor Sabrina Mockenhaupt. Das war eine Riesensensation. Seitdem gehört sie zur deutschen Spitze. Fährt jetzt wieder ein bisschen zurück. Dafür kommt die andere nach vorn, Constanze Klosterhalfen. So, wieder rüber auf die Bahn und neue Situation an der Spitze. Grufdahl, die Norwegerin, die Jahresschnellste in Europa, hat sich an die Spitze gesetzt. 14:31 die Marke, die sie da hingelegt hat. Und jetzt schon an ihren Fersen, das ist die große Favoritin. Das ist die 10.000 Meter Europameisterin Can. Und die Tempoverschärfung hat übrigens dazu geführt, dass die Favoritinnen sich alle schon mal nach vorne sortiert haben. Erster Kilometer war ganz langsam. So, Constanze Klosterhalfen auf dem 4. Platz hinter Grufdahl und Yasemin Can, die da innen läuft. Außen Eilish McColgan. Also die 3 großen Favoritinnen sind schon unter sich. Dazu Constanze Klosterhalfen, die natürlich seit einigen Jahren zur absoluten Weltspitze gehört. Und auch hier, wie vorhin erwähnt,
einfach mal durchziehen möchte, solange wie der Akku hält. Sarah Benfares schon wieder auf der Außenspur unterwegs da. Ja, Eilish McColgan da mit dem Stolperer, war da in die Hacken von Can geraten. Da haben wir Sarah Benfares nach der Hitze-Schlagaktion von Eugene, ist sie direkt nach Paris gereist zu ihren Eltern, hat gesagt, ich bin jetzt wieder in Topform, zuletzt nochmal in Belgien eine super 3000 Meter Zeit, traut sich für heute 15:10 zu. Bin ich mal gespannt. Und wir haben Ihnen das gesagt, das ist ein besonderer Leichtathletikabend, der hier wieder sich entfaltet. Hochsprung, Weitsprung, 5000 Meter, gleich noch das Finale über 800 Meter der 7 Kämpferinnen. Also hier ist so viel drin wieder. Und die Leichtathletik macht das Stadion hier so lebendig. Can mit der Attacke. Klosterhalfen geht hinterher. Beide über die 10.000 mit dabei gewesen. Die eine mit der Goldmedaille vorneweg, die andere mit Rang 4. Da hinten kommt Alina Reh, die zwischenzeitlich mal an der Spitze war, jetzt in einer kleineren Fünfergruppe ein bisschen den Anschluss verloren hat. In der großen Gruppe vorne noch Sarah Benfares dabei und Constanze Klosterhalfen. Bis hierher schlägt sie sich total wacker. Eilish McColgan an der 3. Position. Und Yasemin Can, die schon so überlegen die 10.000 Meter gewonnen hat, die versucht hier ihr Heil in der Flucht. Ja, die gebürtige Kenianerin drückt jetzt unfassbar drauf. Gleiche Taktik wie über 10 Kilometer. Klosterhalfen folgt ihr, McColgan folgt ihr. Und Marcel Fee hat eben mal ausgerechnet, Yasemin Can hat eben eine 67er-Runde hingelegt. 7 Sekunden schneller als die Runden davor. Also kein Wunder, dass sie da eine Lücke gerissen hat. Aber Constanze Klosterhalfen hält sich super wacker auf Platz 2. Dahinter Eilish McColgan. Und die 3 jetzt im Feld schon um Meilen enteilt. Und das ist eine ganz große Überraschung. Die Jahresbeste aus Europa, Grufta, die Norwegerin, ausgestiegen. Entnervt, entzaubert, raus aus der Konkurrenz. Zweite und dritte, Klosterhalfen und McColgan. Die haben sich in den letzten Jahren immer wieder die Karten gegenseitig gelegt. Die Britin auch schon mit ihrem 3. Höhepunkt. Hat ein faszinierendes Rennen gewonnen bei den Commonwealth Games, ihrem Heimspiel. Und Constanze Klosterhalfen kommt da wieder näher ran an die führende Can bei ihrem Heimspiel hier in München. Hat sich erinnert an die Stimmung, an die legendäre Stimmung von vor 4 Jahren in Berlin. Da wurde sie 5. im Finale über 5000 Meter. Aber Achtung, hier entspinnt sich jetzt das Finale über 5000 Meter. Constanze Klosterhalfen kämpft sich Meter um Meter an Yasemin Can heran. Hat McColgan abgestellt. Schauen Sie mal, die Türkin schaut auf die Anzeigentafel. Ja, da ist sie schon. Coco kommt dran. Schritt um Schritt. 2 Runden noch. Langer Weg, immer noch für beide. Geht sie jetzt vorbei oder hält sie sich an der Schulter? Auch das ist ja jetzt eine Taktikfrage. Wartest du oder nimmst du den Geschwindigkeitsvorteil? Den Stimmungsvorteil, den hat Constanze Klosterhalfen. Die Türkin schaut sich um. Ja, da ist sie. Die Frau, die sie noch abgestellt hat über 10.000 Meter und attackiert jetzt. Es ist der helle Wahnsinn, dieser super klare Blick von Constanze Klosterhalfen eben hoch auf die Videowand. Hat den günstigsten Moment abgepasst und hat jetzt die Attacke gestartet. Vorbedingungen sind gleich. Beide haben sie die 10.000 Meter in den Beinen. Jetzt Klosterhalfen vor Yasemin Can. Die lässt sich noch nicht abschütteln. Eilish McColgan mit Abstand von ungefähr 15, 20 Metern auf den Bronzerang. Das könnte der größte Coup von Constanze Klosterhalfen werden. Bislang Bronze über 5.000 Meter bei den Weltmeisterschaften vor 3 Jahren in Doha. Und jetzt wird gleich die Glocke für die beiden geläutet. Constanze Klosterhalfen auf dem Weg zu einer Medaille. Aber welche wird es? Gold in Sicht. Yasemin Can auf dem 2. Platz hinter ihr. Das Stadion tobt, die stehen alle auf ihren Füßen und hüpfen und jaulen und treiben Coco Klosterhalfen nach vorne. Aber noch ist Yasemin Can nicht weg. Hinten hatte sie zuletzt Probleme, jetzt der klare Blick da zur Anzeigentafel. Eilish McColgan dritte. Constanze Klosterhalfen zieht davon.
Yasemin Can schaut auf den Boden, ist geschlagen. Denn Coco Klosterhalfen macht ihr hier Meisterstück. Über 5000 Meter. Das Stadion steht Kopf. Das wird der Europameistertitel über 5 Kilometer für die junge Frau aus Leverkusen. Constanze Klosterhalfen zieht das Ding hier gnadenlos durch und gewinnt Gold. Sensationslauf. Silber für Yasemin Can. Eilish McColgan als Dritte. Die drei haben auch über 10.000 Meter hier die Stempel drauf gedrückt. Aber jetzt ist sie da. Und da unten, da gibt es sofort von Adisar, dem Betreuer der Deutschen, die Fahne. Ja, schwierig jetzt den Puls wieder runter zu pushen, aber Warum? Sarah Warum? Ben Fares kommt jetzt ins Ziel. Auch eine wirklich tapfere Vorstellung der jungen 21-Jährigen, die jetzt in sich zusammenbricht. Wahrscheinlich nichts mitbekommen hat von diesem Mega-Triumph vorne von Constanze Klosterhalfen. Macht die Ehrenrunde. Vierte, unglückliche Vierte über die 10.000 und heute der ganz große Coup von Constanze Klosterhalfen. Ja, und da haben sie überlegt, gemeinsam mit ihrem Trainer, ist ja bei Pete Julian in Portland, hat es viele Diskussionen gegeben in den letzten Jahren. Aber sie hat sich davon nicht unterkriegen lassen und steht jetzt hier als gefeierte Europameisterin, weil sie unbedingt hier laufen wollte. Die aufsteigende Form, die sie noch nicht zeigen konnte über 10.000 Meter, da gewann Yasemin Can noch überlegen. Aber jetzt ist sie da und darf hier bei ihrem Heimspiel mit der Fahne die Goldmedaille und den Titel feiern über 5.000 Meter. Das ist ihre Strecke. Sie ist schon schneller gelaufen, aber das ist ja vollkommen belanglos. Die ersten Kilometer viel zu langsam. Eilish McColgan, auch das ist eine tolle Leistung. Nochmal Bronze hier für die Britin über 5.000 Meter. Und wahrscheinlich geht das hier alles in diesem Siegestaumel unter, aber persönliche Bestleistung für Sarah Ben Fares auf Rang 11, 15:20:94. Paul-Heinz Wellmann, der erfolgreiche Mittelstreckler aus Leverkusen, der steht da unten und empfängt sie da als Erster, den sie besser kennt. Ja, und das Hüpfen, das wird nicht nachlassen. Wenn sie damit einmal anfängt, dann wird das eine lange Ehrenrunde. Constanze Klosterhalfen aus der Nähe von Troisdorf. Und jetzt Europameisterin in München. Junge, Junge, das war mal ein Lauf zur Europameisterschaft. Grandios. Oha, da hat sie aber gerade soeben die Kurve gekriegt. Die laufende Kamera kurz ausgebremst und rüber nach Constanze Klosterhalfen. Ja, manchmal geht es schneller, als man denkt. Ich hatte ein bisschen Angst, dass sie zu einer zweiten Ehrenrunde ansetzt. Hatte sie eigentlich vor, aber deutsche Kampfrichter sind unerbittlich. Herzlichen Glückwunsch. Große Verneigung, Constanze. Und das sah sehr ungläubig aus im Ziel. Haben Sie gar nicht damit gerechnet, dass das so gut ausgeht heute? Nein, vielen Dank, keine Sekunde. Also das war das Letzte. Wir haben ernsthaft überlegt, ob ich überhaupt noch mal laufen soll. Und das war das Letzte, womit ich gerechnet habe. Ich wollte heute für mich laufen, für die Zuschauer laufen. Und das ist wunderbar, ich habe keine Worte. Ja, das haben wir auch gehört, dass Sie sich durchgesetzt haben bei der Diskussion, laufen oder nicht laufen. Ist das gut, ist das schlecht? Wie froh sind Sie, dass Sie recht behalten haben? Ich kann es nicht glauben, also wirklich, ich habe keine Worte. Ich habe schon in der Dopingkontrolle, ich hatte Dopingkontrolle gesagt, ja, ich möchte schon eigentlich gern laufen. So. Und mein Trainer meinte, komm, lass uns ein bisschen Pause machen. Und da habe ich ihn angerufen und gesagt, ich laufe. Und ich kann es nicht glauben. Also ich möchte auch alle ganz zu Hause grüßen, die krank im Bett liegen, die vor dem Fernseher sitzen. Danke für alle die letzten 2 Jahre. Es ist ein Traum. Wie viel Prozent Anteil hat dieses Publikum hier? Sie sind rangelaufen an die Türkin. Dann haben Sie kurz überlegt wahrscheinlich,
so Ja. 20, 30 Meter, dann haben sie gesagt, so, jetzt gehe ich vorbei. Mit dieser Unterstützung war das leicht? Ja, das war, als hätte ich gar nicht, also ich bin halt wirklich nicht, das ist nicht allein meine Arbeit. Ich bin nicht alleine gelaufen, ich habe diesen Ton gehört und das war Wahnsinn. Also das ist so schön und ja, vielen Dank, das ist unbeschreiblich. Sie sagen ganz oft, das sind alles kleine Schritte auf Ihrem Weg. Sie haben ja noch ein Ziel, was irgendwo in der Ferne liegt. Aber jetzt haben Sie schon ein Riesenziel erreicht, eine Goldmedaille bei einer großen Veranstaltung. Kommen ja gar nicht mehr so viele Schritte, oder? Doch, da gibt es noch einiges zu tun, aber ja, für heute, also nach dieser Saison, nach den letzten 2 Jahren, ich habe noch nie einen Titel gewonnen und ich habe heute nicht mal getraut, an die Medaille zu denken und es ist Wahnsinn, also nach den 2 Jahren so und ich kann nur Danke sagen für all die mich begleiten und ja, ich bin unfassbar glücklich. Verraten Sie uns, was Sie jetzt am liebsten machen, wie Sie sich jetzt belohnen dafür? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich muss noch meinen Trainer am Hals fallen und ja, es gibt keine Worte. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich mit meinen Emotionen gar nicht umgehen kann. Das ist so schön, ja, danke. Deshalb entlassen wir Sie auch mit einem herzlichen Glückwunsch und wünschen Ihnen einen sehr, sehr schönen Abend. Vielen, vielen Dank. Europameisterin Constanze Klostal. Danke.